Ich habe jetzt beim Rennen gemerkt, dass ich den halben zweiten Tag letztes Mal vergessen habe, also müssen wir den jetzt nachholen. Ganz kurz überspringen, ich mach's schnell. Okay, nachdem wir die Schwanenfütterung gesehen haben, haben wir den Hafen besucht und da sind eher weniger Touristen. Und obwohl wir keinen Hunger hatten, meinte Max einfach, er wollte in die Essenshalle gehen. Und dann haben wir einen Typen kennengelernt, der meinte, hey, ihr seid Brauer, unsere Brauerei ist gleich die Straße runter, guckt einfach mal nach dem Symbol. Und die hätten wir nie gefunden sonst. In der Brauerei meinten wir dann, hey, euer Kollege hat uns hergeschickt und wir sind Brauer aus Deutschland. Die meinten, klar, nehmt euer Bier mit nach hinten und seht euch ein wenig um. Und dann durften wir einfach frei da rumlatschen. Und dann sind wir noch ein bisschen im Hafen rumgewandert und da haben wir dann ein Schild gefunden, wo die Wale Islands drauf waren. Und wie die heißen, wollen wir euch nicht vorenthalten. Du fängst an. Das ist ein Knufubakur, Ein Chrefner. ein Kniethinger. Chrnisa. Man, du hast immer die einfachen, ey. Hathimingur, Langreitor. Thangreitur Krinkvalor. und ein Anarnefja. Daneben wurde dann als Sehenswürdigkeit ein Hügel errichtet aus Erde, Gras und Torf. Und der wurde traditionell dazu genutzt, um Fische zu trocknen. Und als wir oben waren, haben wir festgestellt, dass der tatsächlich noch genutzt wurde, um Fische zu trocknen. Also die haben das da wirklich noch gemacht. Fand ich ziemlich cool. Da hängt richtig Fisch drin, ey. Und als wir dann runterkamen, war alles voll mit irgendwelchen Leuten. Und dann haben wir noch einen Kronan gefunden. Wir sind im Kronan. Hier sind die Jagdgründe der Einheimischen. Hier kriegt man alles ungefähr so halb so teuer wie in Reykjavik selbst. Und mal angemerkt, in Reykjavik kriegt man echt viel in vegan. Was, glaube ich, daran liegt, dass Fleisch extrem teuer ist. Das ist meine Theorie. Und jetzt geht's weiter mit dem richtigen Vlog. Ich glaube, der fokussiert nicht, egal. So, es ist Tag 3 in Island. Wir brechen heute auf in die weite Ferne. Eben. Ja, gestern sind wir nochmal rausgegangen bei 20% Aurora-Wahrscheinlichkeit. Hätte Max die App nicht gehabt, hätten wir das nie gesehen. Aber wenn man wirklich hinter die hinterste Straßenlaterne geht, wo es einigermaßen dunkel ist, dann kann man sie sehen. Genauso wie gestern. Ja, als ich nicht dabei war. Aber heute habe ich sie jetzt auch gesehen. War verrückt. Also sie sind in Wirklichkeit gar nicht mal so grün, wie man das mal sieht. Und die mehren dann nur so ganz langsam. Also es ist wirklich, man kann es kaum merken, wenn man es ansieht. Aber die sind eher so wie so ein grauer Schleier, der sich übers Land legt. Aber wer weiß, wie wir sie sehen werden, wenn wir in der Wildnis sind, wo kein Licht ist oder weniger Licht. Das kommt noch dazu. Also vielleicht sieht man sie dann richtig, richtig gut. Also filmen kann man sie nicht. Zumindest nicht mit unserem Equipment, aber Fotos habe ich gemacht. Ja. Und dann geht's heute auf große Tour. Jo, nach Akranes, Ja. dann über Borgarnes nach irgendwo hin. Zum Eldborg-Krater. Eldborg. Jo, dann bis gleich, wenn wir unser Auto holen. So, zum Frühstück gibt es mal wieder ein Kannelsnüre. Ein bisschen Werbung gehört dazu. So, wir haben jetzt gerade unseren Camper abgeholt. Jetzt fahren wir erstmal einkaufen und danach machen wir wohl eine kleine Tour, um das Ding mal vorzustellen.
This is how it feels. Took me so long to see. Ja, wir sind jetzt an unserem ersten Campingplatz angekommen. Alles gut gelaufen. Ungefähr 40 Minuten Fußweg von hier ist ein Vulkankrater, ein alter, der jetzt inaktiv ist. Und wir wandern einfach mal rüber zum Eldborg. Ja, und wir stehen hier gerade quasi bei so einer kleinen netten Familie auf der Wiese bei deren Farm. Richtig gemütlich, richtig freundlich, nett. Es sind auch recht wenig Leute hier, weil halt Off-Season ist. Und wir zeigen gleich mal die Gegend hier ein bisschen und den Eldborg, während wir da hinwandern. Und kalt ist es trotzdem. Ja, also gut angezogen. Oh. Ja. Mal sehen, ob wir lebend zurückkommen. Ja. Der ganze Himmel ist von Westen nach Osten oder Osten nach Westen voll mit Aurora. Total schön. Ich habe ein paar Fotos gemacht, wir machen gleich noch ein paar mehr. Es ist echt deutlich besser zu sehen als gestern in Reykjavik, offensichtlich, weil wir hier wirklich mitten in der Einöde sind. Dann kommen jetzt ein paar coole Aurora-Bilder. Ich fühle mich wie so ein Snob, wenn ich Aurora sage. Nordlichterbilder. Is this how it feels? Took me so long to see. Snæfellsnes. Los geht's. Mir geht die Pumpe, Alter. Das geht hier ganz schön runter, die sind keine befestigten Wege. Ah, ja. Merkt mal, wie verkümmert meine Beinmuskulatur ist. Puh. Charming as she was to me, drifted blindly. This is how it feels. Took me so long to see. If your sun says you better look
So, wir sind jetzt in unserem nördlichsten Ziel angekommen, Stiggesholmur. Das wollten wir eigentlich schon oben an der nördlichsten Spitze sagen, aber es war einfach so windig, dass uns die Flossen abgefroren sind, man hätte nichts gehört. Jetzt sagen wir es hier im Wohnwagen. Wie man sicherlich hört, ist die Heizung durchgehend am Laufen. Wir haben hier bestimmt minus 2, 3 Grad. Auf dem Berg da oben mit Windchill war das bestimmt minus 10 Grad oder so. Jetzt machen wir uns einen gemütlichen Abend hier auf dem Campingplatz und morgen geht's weiter.